Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe dieses Video schon draußen begonnen heute. Ich musste das aber abbrechen, denn da, wo ich gedreht habe, mit meinem Hund gestanden bin, kam plötzlich eine Person mit 2 Malis, mit einem Rüden und einer Hündin, und da gab es etwas Gefecht. Brav sein, brav sein. Auf der Gegenseite dasselbe, ja. Ich konnte dort dann nicht weiter drehen. Dachte ich mir, machst du das zu Hause? Und das tue ich jetzt. Ja. Dieses Video heute kann als Anschluss gelten zum letzten, wo es um diesen Rassenrechner gegangen ist meiner Meinung nach wieder eins der ganz informativen Videos zum Thema allgemein. Und mit Sicherheit kein Video, das mich mit 13,5 Millionen Aufrufe beglücken wird. Aber ich bin so ein Klickjäger nicht. Denn wäre ich das, dann müsste ich Videos bringen, Herdenschutzhund beißt Wolf Kopf ab, Blutbad etc. Dann haben sie im Nu 200.000, 300.000, 400.000 Aufrufe in den ersten 3,5 Minuten. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, Leute zu erreichen, die sich tatsächlich für den Hund interessieren. Und ich weiß, mit Ihnen habe ich das. Ja, mit Ihnen. Im Titel dieses Videos können Sie ja schon erahnen, um was es geht. Ganz klar, müssen die Alarmglocken läuten, wenn irgendjemand in Ihrer unmittelbaren Umgebung als purer Anfänger sich einen mächtigen Hund besorgt. Naja, generell kann man das so nicht sagen. Ich weiß, ich habe schon so oft den Begriff Ersthundetauglichkeit verwendet, aber ich sage Ihnen gleich vorneweg, ich unterlasse das in Zukunft, weil eigentlich ist das ein Blödsinn. Für mich gibt es eigentlich keinen Ersthund nicht, ja? Keine Anfängerrasse. Es gibt für mich unter den Menschen Erstmenschen, Anfänger, aber es gibt nicht wirklich Ersthunde. Ich möchte Ihnen das im Laufe des Videos dann gleich etwas genauer erklären. Ja, aber was ist ein Ersthund überhaupt? Oberflächlich gesehen. Also als typischen Ersthund bezeichnet man oftmals Hunderassen mit nicht kompliziertem Charakter und wenn es ganz optimal sein soll, mit recht wenig Körpersubstanz. Das wäre so ein typischer Anfängerhund, würde ich mal sagen. Im Vergleich dazu ein typischer Nicht-Anfängerhund, ein Hund mit Drive, mit Trieb und hoher Körperkraft. Das wäre dann so ein typischer Nicht-Anfängerhund, also kein Ersthund. Aber wie gesagt, meine Erfahrung sagt mir, dass das in der Praxis oftmals eigentlich völlig anders aussieht. Ich kannte eine Dame mit einem Labrador. Gelber Labrador, ging auf die 40 Kilo zu. Labrador, Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, gehört in diese Kategorie der Hunde hinein, die bei den Großen als Anfängerhund durchgehen. So wie sein Verwandter, der Golden Retriever, einer der beliebtesten Anfängerhunde überhaupt. Anfängerhunde. Diese Dame konnten Sie oft dabei beobachten, wenn sie sich mit ihrem Hund irgendwo um einen Laternenpfahl gewickelt hat. Und zwar war das dann der Fall, wenn sie Begegnungen mit anderen Hunden hatte, egal welchen Geschlechts, oder wenn ein Radfahrer, ein Jogger ihren Weg kreuzte, denn dieser Labrador stand unter Feuer. Ja, der war außer Rand und Band. Das war ihr zweiter Hund, ich kannte sie recht gut, sage ich mal. Das war ihr zweiter Hund, sie war also eine fortgeschrittene Hundebesitzerin, dennoch hatte sie diesen Hund absolut nicht unter Kontrolle. Ein Labrador. Vor einigen Wochen, waren das 3 oder vor 4 Wochen, war ich mit meiner Frau einkaufen in Wiener Neustadt, das ist gleich neben uns. Dort traf ich auf eine Person, ja, der wird alt gewesen sein, ein Mann zwischen 25 und 30 Jahre, hat einen Hoodie an und eine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen, die klar erkennbar unter irgendwelchen psychisch beeinträchtigenden Substanzen stand. Ja. Ob das Alkohol oder Drogen waren, kann ich nicht sagen, aber der kam so daher. Fürchterlich. Ja. Der wusste nicht mehr, wo er vorne, hinten, links, rechts, oben oder unten ist. Der war schwer drauf. Und alleine hatte er einen braun-weiß gefleckten, 30 bis 35 Kilo schweren American Staffordshire Terrier, ein herrlicher Hund optisch. Dieser Hund führte diesen Mann mit Geduld und behutsam durch eine große Menschenmenge durch. Das ist neben einem Einkaufszentrum gewesen, dort waren wir einkaufen und eingepackt. Viele Leute unterwegs gewesen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ging ein Hund vorbei. Den beachtete dieser Steph absolut nicht. Der war sich scheinbar seiner Aufgabe bewusst, sein Herrchen, sein völlig beeinträchtigtes Herrchen,
da irgendwie durchzulotsen und nach Hause zu bringen. Und das tat er auch. Und wenn dieser Besitzer irgendwo angehalten hat, ich habe mir das einige Zeit lang angesehen, und hat sich wo angehalten, ja, dann blieb der Hund geduldig stehen, wartete, bis sein Besitzer wieder bereit war, weiterzugehen, dann tat er das. Mit Ruhe und mit Geduld. Der bedrängte niemanden. Von irgendjemand gefährlich werden war absolut keine Rede. Ein herrlicher Hund. Bedauernswert. Der tat mir leid. Wunderschön. Er sah gut genährt aus, aber was soll ich Ihnen sagen? Ja, mit solch einem Besitzer. Aber, erstes Beispiel, ein sogenannter Anfängerhund. Ein Labrador außer Rand und Band, nicht zu bändigen von der Besitzerin. Zweites Beispiel, eine Hunderasse, welche üble Nachrede weltweit genießt. Das wissen Sie, American Staffordshire Terrier. Das waren nur 2 Beispiele. Ja. Es gibt ja verschiedene Arten von Anfänger. Es gibt verschiedene Arten von Fortgeschrittenen. Ich möchte jetzt kurz mal erklären. Das hat den Grund, weil ich Ihnen in diesem Video eigentlich nur sagen möchte, es ist meine Meinung, dass oftmals die komplizierteste Hunderasse bei einem gewissen Typ Anfänger besser zu Hause ist als bei einem Fortgeschrittenen, der sich nicht weiterentwickelt. Ja. Es gibt ja die Art von Anfänger, welche sich eigentlich für das Thema Hund, für die Kynologie gar nicht wirklich interessieren. Die stürzen sich blind in dieses Abenteuer Hund hinein und einen Hund zu besitzen ist ein Abenteuer. Lesen sich nicht ein, nehmen sich das Tier, kommen dann irgendwann mal drauf, dass sie dem Hund die Zeit nicht widmen können, dass sie eigentlich keinen Platz für diesen Hund haben, werden diesem Tier überdrüssig. Dieser Hund beginnt zu nerven, läuft ihnen charakterlich davon, sie bändigen ihn nicht mehr und dann wird der Hund weggegeben. Ist oftmals so. Und dann gibt es Anfänger, die brennen für die Materie. Die lesen sich intensivst in die Materie ein. Was ist ein Hund? Wie funktioniert der Hund? Welchen Zeitaufwand muss ich aufbringen für einen Hund? Welcher Platz wird benötigt für diverse Hunderassen? Bin ich körperlich dazu fähig, diesen Hund zu führen? Etc. etc. Die volle Palette. Ich kenne so eine Hundebesitzerin, so eine Anfängerin. Hier in Neudörfl, in dem Ort, wo ich wohne, lebt die Dame auch gar nicht weit von mir entfernt. Eine pure Anfängerin. Hatte noch nie einen Hund und hat sich, muss jetzt 9 oder 10 Monate her sein, einen Lagotto Romagnolo Welpen geholt. Lagottos gelten nicht unbedingt als die geeignetsten Ersthunde, nicht wegen ihrer Substanz, denn die sind nicht viel größer als ein normaler Pudel, sondern eher wegen ihrem anspruchsvollen Charakter. Das sind Jagdhunde, Wasserjagdhunde, italienische, welche speziell in Italien mit Vorliebe für die Trüffelsuche ausgebildet werden. Also dieser Hund benötigt schon einiges an Aufgaben, um charakterlich aufzugehen, zu harmonieren und nicht am Rad zu drehen. Ich sage Ihnen was, wenn ich beim Fenster runtersehe, sehe ich auf eine große Wiese. Oftmals kann ich der Dame zusehen, wie sie mit ihrem Lagotto da unten arbeitet, ihn in verschiedenen Gebieten beschäftigt, verschiedene Dinge mit ihm trainiert. Ich habe auch schon des Öfteren mit ihr gesprochen und versichere Ihnen, wenn Sie mit dieser Person sprechen, obwohl das ein purer Anfänger eigentlich ist, ja, die strotzt vor Kompetenz. Also bei jedem Wort, wenn es um Hunde geht, merkt man, die ist da voll dabei. Sie ist auch da irgendwo in einem Club, Lagotto-Club dabei, also mit Gleichgesinnten, und geht mit ihrem Hund auch auf Trüffelsuche im Föhrenwald in Wiener Neustadt, denn da gibt's Trüffel. Eine Frau, die ein absoluter Anfänger ist, aber theoretisch kompetenter als viele Fortgeschrittene, die ich kennengelernt habe. Ja? Also es gibt zweierlei Typen Anfänger, und der letzteren, also dieser Dame, die ich Ihnen gerade hier jetzt vorgestellt habe, würde ich die meisten Hunderassen zutrauen, auch die kompliziertesten, wenn ich ehrlich bin. Bei einigen würde es vielleicht rein körperkrafttechnisch von ihrer Seite mangeln, ja, weil sie ist nicht unbedingt jetzt die kernigste. Aber wenn es rein um den Charakter geht, ja, und da vielleicht nicht zu viel Gewicht im Spiel ist, würde ich hier so gut wie jede Hunderasse zutrauen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Es gibt auch 2 Arten von Fortgeschrittenen, meiner Meinung nach. Es gibt die Fortgeschrittenen, die hatten schon einen Hund oder mehrere Hunde und blieben auf einem gewissen Level stehen. Ja. Die entwickelten sich nicht weiter, die sind mit dem zufrieden, was sie erreicht haben, und das führen sie weiterhin fort bei jedem Hund. Ja. Irgendwann tut sich da nichts mehr. Und dann gibt es Fortgeschrittene, die wachsen von Hund zu Hund, stellen sich neuen Situationen, arbeiten an sich selbst. Ja, am Arbeitsplatz haben wir auch immer erzählt, 80% lernt der Hundeführer und 20% lernt der Hund. Der Meinung bin ich auch heute noch und werde ich auch immer sein. Ja, gebe ich Ihnen auch ein Beispiel.
In 12. Wien, also im 21. Wiener Gemeindebezirk, kannte ich eine Dame, die besaß einen Golden Retriever. Als der älter wurde, nahm sie sich einen deutschen Schäferhund dazu. Dann starb der Golden Retriever und zum alternden deutschen Schäferhund nahm sie sich einen Mix dazu. Alle 3 Hunde ließ sie generell gleich mal kastrieren, in der Meinung, damit gleich mal die erste Schwierigkeit auf die Seite zu räumen, nämlich durch die Kastration nachher etwas angenehmer zu führende Zeitgenossen an ihrer Seite zu haben. Ja. Doch ich sage Ihnen was, viele von Ihnen werden das selbst wissen, Kastration ist niemals ein Garant, um irgendein Wesen zu verändern. Ja. Es kann mildernd wirken, oftmals klappt das, aber genauso oft klappt das überhaupt nicht. Ich habe persönliche Erfahrung damit, ich habe Freunde, welche ihre Hunde aus gewissen Gründen, seien das sexuelle oder Dominanzgründe, kastrieren haben lassen. Das Einzige, was geschehen ist, die Hunde haben an Muskelmasse verloren und an Körperfett zugenommen, doch wesenstechnisch haben die sich überhaupt nicht verändert. Ja, also kastrieren, um das Wesen eines Hundes zu verändern, ist niemals ein Garant und keiner meiner Rüden war jemals kastriert. Würde ich auch niemals tun, einen meiner Rüden die Männlichkeit nehmen. Ist meine Einstellung, dabei bleibe ich felsenfest. Ja, die hat ihre Hunde generell gleich mal kastriert, weil sie wusste, sie hat nicht das beste Händchen für die Hunde. Ja. Egal, die kam weder mit dem Goldie, noch mit dem deutschen Schäferhund, noch mit dem Mix zurecht. Alle 3 dieser Hunde tanzten dieser Dame auf der Nase herum und machten mit ihr, was sie wollten. Wenn die ging ja immer mit 2 Hunden, ja. Wenn die mit diesen beiden Hunden unterwegs war, weil der vorige ist immer schon gestorben gewesen. Habe ich erklärt, der Goldie ist schon gestorben gewesen und so. Sie kennen sich schon aus. Dann gingen die Hunde mit ihr, nicht sie mit den Hunden. Also die machten mit ihr, was sie wollten. Ja, die hat ja auch so nicht in der Hand gehabt, das konnte man klar erkennen. Und wenn die noch 10 Hunde danach gehabt hat, wäre die auch mit den anderen Hunden nicht zurechtgekommen. Das war eine fortgeschrittene, also ein fortgeschrittener Hundebesitzer, der auf einem gewissen Level stehen geblieben ist, sich damit abgefunden hat, ja, und nicht an sich gearbeitet hat. Und dann gibt es eben, wie gesagt, die Fortgeschrittenen, die zu richtigen Hundefüchsen werden. Ja. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben, ohne mich da jetzt irgendwie hervorzutun, aber mir fällt eben nur gerade ein Beispiel bei mir ein. Mein jetziger Hund, der Vito, der funktioniert völlig anders als meine vorigen Hunde und ich komme mit ihm oftmals in Situationen, die ich mit meinen vorherigen Hunden niemals erlebt habe. Manche Methoden muss ich anders behandeln, Blödsinn. Manche Dinge muss ich anders behandeln mit ihm als mit meinen vergangenen Hunden, die ich besessen habe, weil er eben völlig anders funktioniert. Er kam völlig traumatisiert zu mir, fürchtete sich vor vielen Dingen, war ständig fluchtbereit, scheu. Ja, Sie wissen schon, Angst, das ist fürchterlich drückend auf die Psyche. Todesangst ist ein richtig körperlicher Schmerz, ja, und zerstört sie psychisch. Ich arbeitete mit ihm auf eine Art und Weise und tauschte diese Angst mit Dominanz aus. Ja. Ich habe ihm jetzt 99% der Angst genommen. Als Ergebnis habe ich jetzt einen überdominanten Hund. Jetzt wird der eine oder andere aufschauen und sagen, wieso Dominanz, wieso hast du ihm nicht auf neutrale Art und Weise versucht zu erziehen? Habe ich alles versucht, aber glauben Sie mir, das funktioniert bei meinem Hund nicht. Und wenn Sie jetzt als Hundeprofi meinen, jetzt gerade sagen, ich hätte das mit einem Hund geschafft, dann wage ich das zu bezweifeln. Das glaube ich Ihnen nicht. Glauben Sie lieber mir, ich kenne meinen Hund besser als Sie. Mir blieben also nur 2 Dinge über. Entweder ich lasse es so, wie es ist und sehe ihm zu, wie er sich sein ganzes Leben zu Tode fürchtet und sich psychisch dadurch zerstört, oder ich drehe das so, dass er sich nicht mehr fürchtet, sondern dass er dominant reagiert. Weil die Dominanz nicht wehtut, Dominanz schmerzt nicht, Dominanz zerstört ihn psychisch nicht. Ich entschied mich für Zweiteres und arbeitete in diese Richtung mit ihm. Ich stand oftmals vor Dingen, mit denen ich noch nicht konfrontiert war. Arbeitete an mir, arbeitete an ihm, sind ein gutes Team miteinander, ja, versuchte mich weiterzuentwickeln. Hat mir mehr oder weniger ist mir das gelungen, ja, also ich bin sehr zufrieden. Er ist ein toller Rüde geworden, der zwar nicht so funktioniert wie ein normaler Hund, ja, er ist auch nicht normal aufgewachsen, aber ich habe da vieles gut gemacht. Ja. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Zu Leute, die schon Hunde hatten, sich aber versuchen weiterzuentwickeln, im Vergleich zu Fortgeschrittenen, also Leute, die schon Hunde hatten, aber auf einem gewissen Level stehen bleiben. Deswegen jetzt nochmal zurück. Schauen Sie, es gibt da draußen Anfänger, die sind theoretisch vielen guten Fortgeschrittenen theoretisch überlegen. Ja? Und diese Dame, von der ich hier Ihnen vorher erzählt habe mit dem Lagotto, das ist eine Frau, die theoretisch gefährlich gut drauf ist, ja? Obwohl das ihr erster Hund ist.
Der einzige Unterschied für mich zwischen einem guten Fortgeschrittenen und einem guten Anfänger ist die Praxis. Das ist der einzige Unterschied. Ja? Also Praxis ist enorm viel wert. Das ist ja wie beim Kampfsport. Ja? Also wenn Sie ständig nur am Sandsack arbeiten, aber nie im Ring stehen und Sparring machen oder kämpfen, ja, dann passt das nicht. Ja? Sie sind dann ein guter Sandsack-Kampfsportler. Ja? So ist das auch bei dem Thema. Ja? Also der Fortgeschrittene hat immer den Vorteil der Praxis. Ja? Also ist so. Da braucht man nicht drüber reden. Dennoch würde ich sagen, gibt es eigentlich nicht den richtigen Hund. Den gibt es nicht, den richtigen Hund für einen Anfänger. Es gibt nur den richtigen oder den falschen Anfänger. Ja? Das Wichtigste, eine der wichtigsten Sachen, vielleicht nicht die wichtigste, sagen wir die zwei wichtigsten Sachen, ja, liebe Zuseher, ist die Theorie, ganz klar. Wenn Sie vorhaben, sich mal einen Hund zu nehmen, vielleicht vorhaben, sich einen sehr wehrhaften, großen, starken Hund zu nehmen, die Theorie, wie funktioniert der Hund? Bla bla bla, die ganze Palette. Und jetzt kommt's. Und das unterschätzen so viele Leute, liebe Zuseher. Das ist die Körperkraft. Ich erkläre Ihnen jetzt wieso. Ja, es gibt wirklich super tolle Hundeprofis im Netz. Da sind Leute dabei, die haben im kleinen Finger mehr drauf als ich im ganzen Körper. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt wirklich super tolle Leute da draußen. Aber ich garantiere Ihnen auch eines, ja, lassen Sie sich nicht zu viel blenden, wenn deren Hunde auf den Videos funktionieren wie geölte Maschinen. Die wenigsten, die allerwenigsten dieser Superprofis mussten noch nie ihre Körperkraft einsetzen beim Arbeiten mit den Hunden. Die allerwenigsten. Ich wage sogar zu behaupten, dass jeder der Superprofis auch schon in den Genuss gekommen ist, die Körperkraft einsetzen zu müssen beim Arbeiten mit irgendeinem ihrer Hunde. Ja? Und genauso wird es immer noch gehen. Und hier ist es absolut wichtig, bevor Sie sich einen Hund nehmen, völlig egal welcher Rasse, ob Sie dem körperlich gewachsen sind. Denn Sie können der Weltmeister der Theorie sein. Ja? Sie können das beste Händchen für Hunde haben, theoretisch. Vom Köpfchen her, verbal und so weiter. Jeder Hund kann mal durchgehen. Irgendwo kann es immer haken. Sei es, weil er zu stark ausgeprägten Jagdtrieb hat. Ja. Auch wenn er sonst perfekt funktioniert. Oder weil er eine Herausforderung annimmt eines anderen Hundes, obwohl er das noch nie getan hat. Oder weil plötzlich eine läufige Hündin vorbeigeht, wo er normalerweise, sage ich mal, beherrschbar bleibt. Aber in dem Moment es nicht ist. Ja. Das kann Ihnen immer passieren. Selbst dem größten Superprofi kann das passieren. Und wenn Sie dann körperlich nicht dazu fähig sind, den Hund zu kontrollieren, ja, dann kann vieles passieren. Was soll ich Ihnen erzählen? Ne? Entweder zieht der Hund Sie über die Straße und Sie werden beide überführt, oder der Hund reißt sich von der Leine und wird überführt, oder sonst irgendetwas, oder jagt einem Reh nach, oder nimmt eine Herausforderung an, stürzt sich auf einen anderen Hund drauf. Sie wissen, was ich meine. Ist so. Weil wenn Sie dann noch so große Superprofi sind, aber nur ein Mensch mit vielleicht 50 Kilo Körpergewicht und ganz dünnen Ärmchen sind und einer ganz schwachen, hohen Stimme sind, und an der Leine einen 85 Kilo Burbul führen, der jetzt und in dem Moment etwas tun möchte, mit dem Sie nicht rechnen, dann sollten Sie ihn auch körperlich unter Kontrolle haben können. Ja? Das ist viel wichtiger, als viele Leute glauben. Viele Leute glauben, die Erfahrung, das Wissen genügt. Nein, es muss auch der Körper dazu passen. Zu dem Hund, den Sie sich aussuchen. Sie verstehen schon, was ich meine. Also, Anfängerhund gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt verschiedene Arten von Anfänger unter Menschen, ja? Verschiedene Arten unter Fortgeschrittenen, aber den Anfängerhund per se gibt es nicht. Ja? Das Beste ist, wenn Sie purer Anfänger sind, ja, ist, dass Sie eine gute Selbsteinschätzung besitzen. Ja? Sind Sie geistig bereit für den Hund? Können Sie ihm alles bieten? Zeit, Platz, etc. Sie wissen schon. Und sind Sie für diesen Hund, für welchen Sie sich interessieren, auch körperlich bereit? Ja? Das ist das Wichtigste. Dann können Sie sich auch als Anfänger die berühmtesten Nicht-Anfängerhunde nehmen. Das ist meine Meinung. Und wie ich schon vorher
betont habe, werde ich in Zukunft diesen Begriff Ersthundetauglichkeit, Ersthund, Anfängerhund und so weiter mit Sicherheit unterlassen, ja, weil ich eigentlich denke, dass das ein Blödsinn ist. Ja. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Das war's schon wieder.